Hi, ich bin Bennett und bei Werkzeug nehme ich alles mit, was ich brauche, um zumindest die Verschleißteile auseinanderbauen zu können. Räder, Öl, Kühlflüssigkeit, Luftfilter, Batterie. Das ist das, was im Zweifel eine Weiterfahrt verhindert. Da muss man rankommen können. Streng genommen habe ich sogar immer 2 Werkzeugtaschen dabei. Die eine ist das Honda Bordwerkzeug, was sehr spartanisch ausfällt. Da haben wir halt irgendwie einen 19er, einen 17er und einen 14 und 10er Schlüssel. Dazu ein Zündkerzenschlüssel von Honda. Der ist ein bisschen dünner und ein bisschen länger als so ein Standard Zündkerzenschlüssel für die Größenordnung. Den braucht man für die sekundären Zündkerzen, die muss man aber auch wirklich ganz selten ran. Also der ist wichtig, aber den dabei zu haben braucht man nicht unbedingt. Und dann hier nochmal eine Schlitzschraubenzieher beziehungsweise so ein Wechselschraubenzieher. Das habe ich quasi alles dabei, schlichtweg, weil das in der Tasche ist, die in einen Case kommt, das Teil der Batterieabdeckung ist. Also das kann man quasi gar nicht auseinanderbauen und irgendwie weglassen, wenn man jetzt Gewicht sparen wollte. Was man allerdings nicht machen kann, ist zum Beispiel Räder auseinanderbauen. Deswegen das größere Teil, der größere Teil. Das meiste davon ist noch aus dem Cruise Tools Roadtech heißt das. Das ist eigentlich für BMW-Motorräder und das ist auch nicht so verkehrt, weil ich muss ja immer für 2 Motorräder Werkzeug dabei haben, weil meine Frau fährt ja eine BMW und deswegen gehen wir jetzt auch quasi von links nach rechts durch. Das ist eigentlich relativ simpel. Ich habe ja schon gesagt, man muss eigentlich so ziemlich, pack immer mit dem Gedanken an alle Verschleißteile im Zweifel ranzukommen, auch wenn ich die Verschleißteile selber jetzt nicht unbedingt dabei habe. Also Bremsbeläge nehme ich jetzt eigentlich nicht auf jede Tour mit. Deswegen relativ simpel. Isolierband kann man immer gut gebrauchen. Eine kleine Ratsche mit Verlängerung. Dann 1, 2, 3, 4 Nüsse für die Ratsche. Und dann das hier, das ist ein Teil für BMW-Motorräder. Das braucht man, um das Hinterrad auszubauen. Ich glaube auch das Vorderrad. Deswegen die eine Seite ist fürs Vorderrad, die eine Seite ist fürs Hinterrad. Wie gesagt, das ist speziell für BMW-Motorräder. Da ist Honda ein bisschen entspannter. Einen Satz Torx-Schlüssel, aber auch praktisch, die mal dabei zu haben. Auf einem davon habe ich mir Gafferband aufgewickelt. Das schadet nie und so nimmt es am wenigsten Platz weg. Wir haben hier noch ein paar kleine Schrauben. Das sind vor allen Dingen spezielle Schrauben für die Motorräder, die wir jetzt haben. Das Problem dabei ist, bei der BMW rütteln sich gerne die Batterieschrauben lose. Deswegen habe ich hier ein paar Ersatzteile davon mit. Apropos lose Schrauben, sehr, sehr praktisch. Hier auch noch unbenutzt. Loctite, Schraubensicherung, wenn sich wirklich nichts mehr, wenn sich immer irgendwas wieder löst, das hilft auf jeden Fall. Dann wieder so ein Wechselschlüssel. Der hat jetzt sogar hier noch mehrere. Also der hier hat quasi jeweils 2 und kann sich dann nochmal so 4 Enden. Da hat man dann 2 von. Ist auch ganz praktisch, wenn man zu zweit mal irgendwo was reparieren muss oder auseinanderschrauben muss. Der Rest ist übersichtlich. Fette Kabelbinder und dünne Kabelbinder. Wer davon nicht genug mit hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Mit diesen fetten kann man im Zweifel sogar mal so einen Edelstahlkoffer sichern. Dann kann man vielleicht nicht mehr Offroad fahren, aber auf jeden Fall wird es ein paar Kilometer halten, wenn man davon genug nimmt. Hat uns in Rumänien auf jeden Fall schon gute Dienste erwiesen. Ein Steckschlüsselsatz, normale Sechskantschlüssel, auch logisch. Nochmal ein paar Größen für normale Maulschlüssel, gerade die kleinen Schräubchen für Kette spannen. Da sollte man drauf achten, dass man da die richtigen Größen mit hat. Und hier einen, ich weiß nicht, wie man den nennt, aber einen größenverstellbaren Maulschlüssel, falls man jetzt nicht unbedingt für jede Größe was mit dabei hat. Die beiden sind für die Honda, für
für Vorder- und Hinterrad Größenordnung. Man braucht fürs Hinterrad die 27 und fürs Vorderrad die 22 oder die 20, das weiß ich gerade nicht genau. Aber mit den beiden Schlüsseln 2022 und 2227 kann man Vorder- und Hinterrad bei der Africa Twin lösen. Und das letzte ist immer noch so ein bisschen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man das wirklich braucht oder ob man dann nicht lieber einfach eine Kombizange mitnimmt. Die hier hat den Vorteil, wenn man wirklich alleine ist, man kann damit halt einfach mal was festklemmen und dann kann man das festhalten lassen am Motorrad, während man es dann irgendwie wieder fixiert. Eine Kombizange hätte den Vorteil, dass man halt noch einen Seitenschneider dran hat. Da könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr so davon haltet. Ich finde das Ding auf jeden Fall praktisch. Es ist jetzt nicht die geilste Zange der Welt. Das ist das, was ich an Werkzeug dabei habe. Und das ist das, was quasi auch Honda ja mitgeliefert hat. Und wenn ihr noch Sachen habt, von denen ihr sagt, die muss man aber unbedingt dabei haben, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Ciao. 3 essentielle Dinge habe ich noch vergessen. Ein paar Tücher. Einfach alte T-Shirts zerschnitten, super praktisch, die mal irgendwo unterlegen zu können oder sich die Hände abzuputzen. Epoxykleber für Metall, All Materials, 2 Komponentenkleber, das ist auch richtig, richtig gut, das Zeug. Und der Kompressor. Da gibt es auch welche, die kann man ans Motorrad anschließen. Ich habe jetzt den hier auf Akku. Nicht verkehrt, der ist wirklich praktisch, weil man halt nicht unbedingt an der Tanke halten muss, um mal die Luft zu kontrollieren, sondern kann das halt irgendwo abends auf dem Campingplatz oder im Hotel machen. Das schadet nicht, den dabei zu haben. Dancing in the bright light.